Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Bienek und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast hier zu haben. Herbert von Karajan war Zeit seines Lebens Nachwuchsförderer, wie zum Beispiel in der Orchesterakademie, wo er klassische Musik an neue Generationen gebracht hat. Und genau einen Vertreter der neuen Generation haben wir heute hier im Karajan-Institut. Ich freue mich dadurch ganz besonders, den Komponisten und Schlagzeuger des Staatsorchesters Kassel, Rüdiger Paarwasser, hier euch vorstellen zu dürfen und wünsche viel Spaß auf ein interessantes Interview. Rüdiger, schön, dass du da bist. Julia. Wann hast du denn mit Musik begonnen? Das ging sehr, sehr früh in meinem Leben los. Ich bin 4 Jahre alt gewesen, als ich musikalische Früherziehung gemacht habe. Ich bin geboren in Lübeck, dort hat das alles stattgefunden. Musikalische Früherziehung, es ist ja jetzt schon ein Eckchen her, dass ich lebe. Musikalische Früherziehung ist damals noch in der Testphase gewesen. Aber war das von deinen Eltern oder von einem Lehrer? Das war von meinen Eltern, die initiativ wurden, dass ich sowas doch machen sollte, und die hörten, dass das in der Lübecker Musikhochschule angeboten wird. Das heißt, es ist nicht die Lübecker Musikschule oder eine andere Musikschule gewesen, sondern tatsächlich die Musikhochschule, weil es Testphase war. Es ist frisch nach Deutschland gekommen, diese Methode. Und das war für die dortigen Studenten eben auch interessant. Und auf die Weise bin ich sozusagen als Vierjähriger bereits in die Hallen der Lübecker Musikhochschule ein- und ausgegangen. Man muss im Nachhinein sagen, die ersten Dinge, die ausbildungsmäßig mit mir gemacht worden sind, sind vielleicht die nachhaltigsten gewesen. Ich profitiere bestimmt bis heute davon, was meine damalige Lehrerin dort mit uns allen und damit auch mit mir gemacht hat. Denn wir haben im Grunde genommen auf spielerische Art und Weise natürlich das Notenlesen erlernt, und wir haben das Intervallhören dort im Grunde schon gelernt und das Erkennen der Intervalle. Ich habe dann später eine Aufnahmeprüfung sogar machen müssen, weil es begann dann bei mir mit 5 Jahren der Klavierunterricht, auch wieder unter der Obhut der Musikhochschule, was heute so nicht mehr ist. Und da musste ich eben auch getestet werden, ganz kurz und nicht ausführlich, was mein Intervallhören betrifft. Und ich habe dort sehr gut abgeschnitten. Also der Direktor, der damalige Direktor Jens Rover war das, er hat gesagt, naja, der hört besser als manche Studenten. Und bestimmt ist das auch eine Neigung von mir. Ich interessiere mich für gehörbildnerische Dinge, aber gelegt wurde das damals. Und ich bin da insofern unendlich dankbar für die allerersten Dinge, die mit mir musikalisch gemacht wurden. Für Erziehung war dann die Frage, was für ein Instrument willst du denn erlernen? Also so ganz genau weiß ich es nicht, ob ich Aber hast du dann welche ausprobiert, oder? Das gab es auch mal in den Räumlichkeiten der Musikhochschule. Ich erinnere mich noch, dass ich mit miserablem Erfolg in ein Horn geblasen habe. Da kam nichts raus. Aber ich glaube, ich habe auch damals nicht verstanden, was man eigentlich mit seinen Lippen machen soll. Ich habe da einfach nur reingepustet. Da kann natürlich nichts rauskommen. Und nein, ich bin dann Klavierschüler geworden. Und das war mein ausschließliches Instrument, bis ich 14 war. Und dann hatten meine Eltern mir nochmal nahegelegt, überleg dir nochmal, ob du nicht was anderes lernen willst, weil dass du auch mal mit anderen zusammenspielen kannst. Und in mir selber war vielleicht auch manchmal ein bisschen das Gefühl, ich könnte eigentlich, ich würde gerne auch mit anderen zusammenspielen. Das kann man natürlich mit Klavier auch. Aber nicht in diesem Zusammenhang. Nicht in dem Zusammenhang. Also die große Ressource der Orchestermusik bleibt einem natürlich verschlossen. Ja, und dann kam die nächste Stufe sozusagen. Ich habe, das war vielleicht erstmal eine Überraschung für meine Eltern und für alle Umliegenden, ich habe mich für Schlagzeug entschieden.
Die Schlagzeuger sind immer so ein bisschen die Kellerkinder. Ich sehe mich so nicht mehr, auch nicht in den Situationen, wo man uns ein bisschen so behandelt. Denn das kann man alles mit ein bisschen Würde auch behandeln und sich selber, seine Selbstachtung muss man sich nicht nehmen, denn wir haben ein unheimlich interessantes Instrumentarium. Was wir an Möglichkeiten haben, das haben andere Instrumente nicht. Natürlich haben die wieder andere Möglichkeiten. Ich merke im Übrigen, dass viele das Schlagzeug auch ganz toll finden. Und auch viele meiner Kollegen, meiner Musikerkollegen. Ja, mit 14 habe ich mich entschlossen, auch Schlagzeug zu lernen. Ganz banaler Grund, es fehlte im Schulorchester ein Pauker. Und da wurde gesagt, ja, wir brauchen einen, am besten jemand, der Klavier spielen kann, der also Noten bereits lesen kann, wo es ganz schnell ums Instrumentale geht, um das Erlernen der Spieltechniken und wo man nicht erst über Noten und Rhythmus reden muss. Und das hat mir der anfängliche Unterricht von einem Oberschüler hat mir nicht gereicht. Und dann bin ich wieder in die Musikhochschule gegangen, da ich dort ja sowieso rein durfte. Und dort wurde gerade ein Schlagzeuglehrer neu eingestellt. Und zwar ist das der damalige Solo-Schlagzeuger der Hamburger Philharmoniker gewesen, also der Staatsoper. William Sein oder auch Bill Sein oder Bill Zien könnte man es deutsch aussprechen. Das ist mein erster Schlagzeuglehrer gewesen, bei dem ich sehr viel gelernt habe. Er ist mittlerweile schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland. Er ist übergesiedelt nach Israel, hat dort seine eigentliche Heimat kulturell und auch religiös gefunden. Und für ihn war wohl Deutschland einfach eine Zwischenstation. Also ein Amerikaner ist er eigentlich gewesen in Deutschland. Und du bist dann nach Freiburg bist du gegangen. Dann habe ich die verbliebenen 4-5 Jahre in Lübeck habe ich Schlagzeug in der Lübecker Hochschule als, man würde heute sagen, als Gasthörer studiert, habe Abitur gemacht und dann bin ich zum Hauptfachstudium nach Freiburg gegangen. Genau. Und dort habe ich regulär Schlagzeug zu Ende studiert mit den beiden Abschlüssen, die man so machen konnte, also Orchesterdiplom und Musiklehrerdiplom. Und eigentlich ist dann alles weitere ziemlich nahtlos vorangeschritten. Es gab keine Wartezeiten, kein Pausieren bei mir. Ich bin gerade am Ende des Studiums habe ich ein sogenanntes Probespiel gewonnen für einen zeitlich befristeten Vertrag im Nationaltheater Mannheim. Und gerade als der zu Ende war, ich war dort stellvertretender Solopauker von meiner vertraglichen Definition her und Schlagzeuger, habe beides gemacht. Als der zu Ende war, habe ich meine Festanstellung dann gewonnen, also Probespiel gewonnen im Staatstheater Kassel, wo ich jetzt schon einige Zeit bin. Ich habe immer mal in Kassel unterrichtet. Ich bin nie irgendwo in einem Institut gewesen, ich bin nicht in der dortigen Akademie gewesen, sondern wenn Schüler Interesse hatten, bei mir lernen zu wollen, dann sind sie gekommen. Und mit ganz unterschiedlichem Erfolg natürlich auch. Es gibt immer Schüler, wo es nicht richtig vorangeht, Schüler, die feststellen, dass es nicht das ihre ist. Und manchmal hat man auch Perlen sozusagen, die man sozusagen dann noch mehr veredeln kann. 2 Schüler sind mir da auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, die sich zum Duo in meiner Zeit der Betreuung zusammengetan haben und bei Jugend musiziert vorgespielt haben und sie sind bis in den Bundeswettbewerb gekommen und haben einen ersten Preis kassiert. Einer davon ist jetzt im Osnabrücker Theater und der andere ist, das ist relativ frisch, Pauker in der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen geworden. Aber wie ist dann der Umgang mit der Musik, wenn du unterrichtest? Hast du da eine andere Perspektive da drauf, als wenn du selber spielst? Oder ist das dann gleich? Oder erinnerst du dich dann an deine Früherziehung dabei? Der Umgang ist immer anders mit der Musik. Egal, ob ich selber übe, ob ich selber im Orchester spiele
ob ich probe oder ob ich das Konzert dann spiele, ist auch ein unterschiedlicher Umgang. Und natürlich das Unterrichten ist nochmal ein anderer Blick auf die Musik. Also einerseits das private Unterrichten von Solostücken, das ist die eine Sache. Die andere, das Unterrichten von Praktikanten, schließt ein, dass man plötzlich Dinge erklären muss. Und mir ist es oft so gegangen, dass ich beim Erklären müssen von Dingen, da sind mir manchmal Klarheiten gekommen, die ich vorher gar nicht hatte. Man muss plötzlich mal selber Lehrer sein und versteht plötzlich Dinge, die man vorher selber gar nicht so verstanden hat. Und deswegen, wie ich vorhin sagte, eine befruchtende Situation mit den Akademisten bei uns ist es wirklich gewesen. Es ist immer so gewesen, dass man als Lehrer irgendwas auch dabei lernt. Durch das Erklären, auch durch das Spielen des Praktikanten neben mir in dem abendlichen Dienst, werden mir Dinge klar, die ich ihm vielleicht sagen müsste. Manchmal sieht man auch Dinge, die er richtig gut schon macht, der Praktikant, und wo man sagt, ja toll, das ist gut. Wunderbar. Aber ändert das dann auch die Sichtweise zur Musik? Wo du dann sagst, jetzt bin ich mehr in der Musik drin oder jetzt gibt es mir viel mehr? Also vielleicht nicht unbedingt die Arbeit mit Praktikanten, dass sie einem grundsätzlich den Blick auf die Musik weiter öffnen, aber auf das Spielen selber oder auf das Umgehen mit der eigenen beruflichen Materie, da ist es immer wieder interessant, wenn man seine eigenen Dinge mal erklären muss anderen Leuten. Der Blick auf die Musik intensiviert sich durch die Vorbereitung auf die Stücke, die man dann spielen muss im Orchester. Vorbereitung heißt vor allem ja auch eine Aufnahme sich besorgen und es hören können. Vielleicht auch eine Partitur dabei haben. Und der Blick wird im Idealfall geweitet, wenn man einen sehr guten Dirigenten hat. Also ich denke an manche wunderbare Konzertwochen. Meistens handelt es sich um eine Woche. Man beginnt am Montag oder Dienstag zu proben und am nächsten Montag haben wir das Symphoniekonzert. Und momentan haben wir einen großartigen Generalmusikdirektor und wenn er Musik mit uns einstudiert, dann ist er eigentlich mit Kopf und Herz, mit allem, mit seinen Händen bei der Musik. Er redet nicht irgendwelches unwichtiges oder eitles Zeug daher in den Proben. Es geht immer um die Musik. Er kann es durch seine Gestik, durch die Mimik, durch die Hände bereits sehr gut zeigen. Und er kann es auch gut erklären. Man muss ja manchmal abbrechen in den Proben. Es geht ja gar nicht anders. Er benutzt dann sehr gute Bilder. Und da sind wir bei dem Stichwort Imagination. Musik soll in uns Bilder erzeugen. Bilder ist ein bisschen speziell ausgedrückt. Es können Gefühle, es können Atmosphären, es können so quasi Zustände sein. Und das sollte möglichst ohne Erklärung funktionieren, aber mancher Musik tut es gut, wenn jemand noch erklärt. Deswegen gibt es heutzutage oft solche Formate wie Konzerteinführungen in vielen Orchestern, vielen Theatern. Und Musik ist nicht von vornherein fragwürdig, weil man sie erklären muss, sondern im Gegenteil, wenn sie erklärt wird, gibt es ein noch besseres Konzerterlebnis, würde ich sagen. Ja. Ja? Und Thema Nervosität vom Auftritt, wenn du ein Konzert spielst, im Orchester oder als Solist, hast du da viel zu kämpfen? Bist du sehr nervös oder hat sich das über die Jahre hin gelegt oder wie ist der Umgang damit? Ich bin früher 1000 Tode gestorben und zwar komischerweise schon als Kind. Ich habe als Kind, glaube ich, irgendeinem Druck mich bereits ausgeliefert gesehen. Ob ich mir den selber gemacht habe, er kann auch innerfamiliär gelegt worden sein. Ich habe auch eine Verwandtschaft, in der eine musikalische Orientierung ist und die haben zum Teil auch in Lübeck damals gelebt und es gab so ein unausgesprochenes Konkurrenzgefühl und ich bin dann bei Vorspielen tatsächlich 1000 Tode gestorben. Ich bin auch noch im Studium oft nervös gewesen und tatsächlich die kontinuierliche Arbeit im Orchester beruflich hat mich ruhiger gemacht,
Ich kann oft die Dinge vorher auch einschätzen, versachlichen, definieren sozusagen, an der Aufführung heute Abend, da ist das und das kritisch, morgen muss ich auf das und das aufpassen. Und indem ich das definiere, mache ich es auch zu einem Objekt. Und dann ist es gar nicht mehr so in mir drin, es ist ein Objekt geworden. Es ist aber nach wie vor so, dass ich angespannt sein kann. Im Grunde genommen hat man mit der Nervosität hat man tatsächlich einen Gegner, der das ganze Leben unberechenbar bleibt. Aber den Bolero könntest du noch spielen jetzt? Den Bolero habe ich einige Male schon gespielt. Den berühmten. Ich spiele ihn nicht unbedingt so wahnsinnig gerne. Er ist ja auch eine Probespielstelle. Die Probespielstellen sind diese Exzerpte, die man vor einem Orchester vorspielt, wenn man sich dort für eine Stelle bewirbt. Und dort im Wettbewerb, im Probespiel, spielen die Kandidaten vor. Das sind meistens sehr kurze Stellen aus Werken. Und der Bolero ist so eine Probespielstelle. Sie ist zunächst mal die einfachste Orchesterstelle der Welt. Tam, taddeldatam, taddeldatam, tam, tam, taddeldatam, taddeldataddelda, taddeldatam. So, das 14 Minuten. Einfacher geht's nicht. Und trotzdem in der Schlagzeugerwelt gibt es manche Schlagzeuger, die ihn nicht gerne spielen, denn du musst mit sehr großer Ruhe, mit sehr kleinen Bewegungen am Trommelrand beginnen, diesen Rhythmus völlig alleine, bevor nach einigen Takten die Streicher erstmal nur im Pizzicato einsetzen. Für manche ist das gar nichts, die fragen sich, wieso kann man da nervös werden, und andere machen es gar nicht gerne. Ich habe es einige Male gemacht und ich habe spezielle Technik, dass es nicht so ein so hohes Risiko des Zitterns gibt. Ich habe jetzt einige junge Kollegen in der Schlagzeuggruppe. Ich sage denen immer, macht ihr das nächste Mal, wenn es wieder dran kommt. Aber hörst du in deiner Freizeit auch Musik oder sagst du, du willst lieber Ruhe haben und für dich mal sein? Ich brauche zwar auch die Erholung von der Musik. Das heißt wirklich amusikalische Zeiten, Stunden, vielleicht auch Tage. Aber dann höre ich auch gerne. Ich höre dann in der Regel nicht Klassik, aber es kommt vor, dass ich mich mit einem Werk intensiver befassen will. Ich höre gerne Jazz. Und vielleicht ist es so, dass man von der Droge Musik, ich erlaube mir, das hier mal so zu bezeichnen, von der Droge Musik, wenn man von ihr gepackt worden ist, eigentlich das ganze Leben lang auch nicht lassen kann. Und ich glaube, es ist eine gute Droge. Wenn man von ihr abhängig ist, sollte man auch nicht von ihr lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, ein anderer Mensch zu sein, der im Dienst von Musik plötzlich fasziniert ist und in der Freizeit sagt, also Musik will ich aber jetzt nicht hören, das ist ja sowas Furchtbares, das muss ich ja schon im Dienst machen. Nein, die spricht mich genauso an, sie fasziniert genauso. Musik kann im seelischen Bereich eine enorme Suggestivwirkung haben und sie kann letztlich ja sogar ins Körperliche gehen, und deswegen hört man gerne Musik. Und wann höre ich gerne Musik? Nur in der Freizeit, weil im Dienst spiele ich sie ja schon. Sie geht ja sogar ins Physische. Ne? Jeder kennt, glaube ich, das Wort Gänsehauteffekt. Ob es jeder schon erlebt hat, das weiß ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, du kennst den Gänsehauteffekt auch. Ja, natürlich. Aber wie ich schon sagte, ich habe eine ziemliche Nähe auch zum Jazz. Der hat mir auch Anregungen gegeben für das selber Schreiben und selber Arrangieren, vor allem fürs selber Schreiben. Und ich bin der Meinung, es gibt ganz viel tolle Musik. Auch in der Rockmusik gibt es tolle Dinge, die einen befruchten können, wenn man selber ein kreativer Typ ist. In der Popmusik, es gibt gute Popmusik. ABBA war eine gute Band, die haben sehr gute Ideen gehabt. Die Beatles haben gute Musik gemacht. Im Jazz sowieso der Jazz ist ein riesen buntes Feld. Und die sogenannte ernste Musik, es ist ja nicht nur Klassik, es gehört dazu Romantik und die weiteren Stile, die im 20. Jahrhundert dann auftraten. Und es wird heute ernste Musik genannt. Eigentlich ist es auch ein blöder Begriff, denn die ernste Musik kann auch lustig sein. Da besteht die Möglichkeit,
davon fasziniert zu sein. Und es ist kein Widerspruch, sich für ernste Musik zu interessieren und trotzdem auch gerne Jazzmusik zu hören. Es ist im Grunde alles eins. Ja. Aber tut dich diese Musik inspirieren dann fürs selber Schreiben oder schreibst du aus dem Nichts heraus, wenn du komponierst? Oder brauchst du diese Inspiration von jeglicher Musik? Das sind unterschiedliche Momente, in denen das eine und dann das andere passiert. Ich höre gerne eine Jazzplatte und habe dabei nicht im Kopf, mal sehen, was ich davon mir jetzt gleich mal im Hinterkopf merken könnte für das nächste, was ich schreiben will. Sondern ich habe über die Jahre viel gehört und es ist eine Art Vokabular letztlich auch in einem drin, ein Vokabular des Hörens. Ich improvisiere gerne am Klavier, auch an der Marimba, an einem der Schlaginstrumente, die ich spiele. Und das alles ist letztlich, das baut auf einem Vokabular, das sich gebildet hat durch das Hören von Musik. Natürlich habe ich gelegentlich mal Sachen nachgespielt, die ich irgendwo gehört habe. Und das Nachspielen ist an sich auch das Erwerben eines Vokabulars. Wenn ich dann schreibe, ist manchmal ein totales Nichts im Kopf. Ich schreibe sehr oft an der Tastatur, also sozusagen nicht am Papier oder am Computer direkt, sondern ich spiele und ich finde plötzlich etwas, was in sich die Möglichkeit der Keimzellen zum Beispiel trägt und ausbaufähig ist zu einem Stück. Und das passiert oft völlig unvorhersehbar. Es ist nicht steuerbar. Das ist, glaube ich, bei vielen, die schreiben, der Fall, dass sie nicht steuern können, ob plötzlich eine gute Idee kommt oder nicht. Es gibt oft schlimme Phasen, wo monatelang überhaupt nichts kommt bei mir. Völlige Leere im Kopf und es kommt auch nichts raus. Und dann plötzlich kommt eine richtig gute Idee, die ich dann auch fixiere, wo ich sage, Moment mal, das war richtig gut. Da werde ich irgendwann basierend auf dieser Idee werde ich weiterschreiben. Bei mir geht das relativ schnell dann. Ich habe Klavier, Keyboard verbunden mit dem Computer. Ich kann sofort Sachen einspielen, die ich spiele, sofort notationsmäßig sichtbar machen. Man kann da drin sozusagen auch sofort arbeiten, auch schriftlich arbeiten sozusagen. Und der Prozess des Schreibens wird aber völlig zufällig angestoßen. Und dann ist es auch so, da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen der Komponisten und ein sehr prominenter Komponist, nämlich John Adams, einer der Minimalisten des 20. und 21. Jahrhunderts, hat gerade mal letztens wurde er zitiert in einem Programmheft und da habe ich mich richtig gefreut, weil es auch meine Erlebensweise ist. In der Regel beginnt er zu schreiben und weiß noch nicht, wie die Komposition, wo sie hingeraten wird. Das ist eine Reise ins Unvorhersehbare. Man weiß nicht, wie lange das Stück wird, man weiß eigentlich nicht, wie es enden wird, was alles da drin passiert. So ist es meistens bei mir. Und du schreibst aber hauptsächlich für Schlagwerke? Ja. Oder auch für andere Instrumente? Bislang habe ich nur einmal für mein eigenes Trio geschrieben, das ich auch noch betreibe als Kammermusiker, besteht aus Marimba, Vibraphon und Flöte. Da war also Flöte als Blasinstrument dabei. Und ansonsten bin ich bis jetzt immer unterwegs gewesen, für Marimba zu schreiben. Und da hat sich ergeben, dass ich einmal ein Stück geschrieben habe, wo diese Knalleffekte, diese guten Ideen kurz hintereinander kamen. Und daraus ist ein Stück geworden, das über mehrere Zufälle, die ich jetzt nicht alle beschreiben will, ganz schnell von ganz vielen Leuten gespielt wurden. Es ist mittlerweile verlegt, es wird bei Wettbewerben gespielt. Das Stück nennt sich Sculpture in Wood. Ein Marimba-Quartett, das es mittlerweile auch als Trio, als Duo-Version gibt. Und das wird weltweit gespielt.
Ein weiteres Marimba-Quartett ist einige Jahre alt. Da bin ich beauftragt worden von einer Pekinger Schlagzeugerin. Sie leitet die Jilly Percussion Group Peking. Sie wollte auch ein Marimba-Quartett haben. Das habe ich vor ein paar Jahren geschrieben. Bis jetzt ist es so. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Sehr gerne.